Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Panzerkampfwagen 2 FL Sonderkraftfahrzeug 122 mit UE-Anhänger vom Bronco im Maßstab 1:35. Das ist ein recht obskures Fahrzeug. Das gab es früher schon als Bausatz von Alan. Habe ich da vor vielen Jahren auch schon mal gebaut und ich finde, das Fahrzeug sieht hochgradig interessant aus. Deswegen war ich sehr erfreut zu erfahren, dass es eben von Bronco da einen neuen Bausatz gibt, der eben auf dem neuesten Stand der Technik ist. Der von Alan war auch nicht schlecht für seine Zeit, aber ich denke mal, mit Bronco kann es da nicht mehr unbedingt konkurrieren. Das ist jetzt ein Fahrzeug, das ist entstanden durch den Umbau von der D- und E-Version des Panzerkampfwagen 2. Das waren eben leichtere Kavalleriepanzer mit diesen Vierlaufrollen, also eigentlich ganz anders wie die üblichen Panzer 2, die man so kennt. Und die hat man recht schnell dann zu Flammenwerferpanzern umgebaut. Hier vorne in diesen beiden Türmchen, da sind die Werfer drin. Hier seitlich ist dann der Tank mit dem Brandmittel sozusagen. Und der Turm wurde komplett verändert. Der ist viel kleiner und hat nur noch ein kleines Maschinengewehr drin. Und die wurden dann hauptsächlich in der Eröffnungsphase des Russlandfeldzugs verwendet. Und ich glaube, bis ins Jahr 42 hat es da kein Fahrzeug geschafft. Die sind alle recht schnell ausgefallen, weil die Panzerung halt sehr dünn war. Da ging nicht so viel. Gibt es auch viele Fotos, Einsatzfotos, auch Fahrzeuge, die von den Russen erobert wurden. Insgesamt wirklich interessant und ungewöhnlich. Ich denke, das wird man bald auch auf relativ vielen Ausstellungen sehen, weil ein Panzermodellbauer, der sich für die Ära interessiert, der kann da, glaube ich, kaum dran vorbeilaufen. Also gut, schauen wir uns mal den Inhalt an. Die Schachtel, ganz normal, wird von oben geöffnet und es ist prall gefüllt mit allerlei Teilen. Die Fotonetzteile, Glassichtteile, Abziehbilder und hier noch so kleine Flügelmuttern sind hier, wie man das früher bei Dragon auch gesehen hat, auf so einem Karton. Und dann sind die Gießäste größtenteils individuell in Tüten verpackt. Das Bild auf der Verpackung liegt dann auch als Kunstdruck bei im DIN A4 Format. Sieht ganz nett aus, hänge ich mir vielleicht mal an die Wand. Dann zur Bauanleitung. Hier eine Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug auf Englisch, Deutsch und Chinesisch. Kein Französisch, ist immer gut. Dann hier noch allgemeine Sicherheitshinweise, eine Zeichenerklärung und eine Farbtabelle, bezieht sich auf Mr. Hobby, Hobby Color, Humbrol und Tamiya. Dann hier eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen. Das ist relativ viel. Und interessanterweise werden alle Bauteile verwendet. Hier ist nichts irgendwie schwarz unterlegt. Alles wird verwendet. Sieht man selten heutzutage. Dann geht der Zusammenbau typisch los mit der Unterwanne. Das kennt man schon, wenn der ein oder andere vielleicht von Bronco den Panzer 2 Ausführung D gebaut hat. Darauf basiert es ja, ist im Prinzip dasselbe. Die Federung und so weiter ist relativ aufwendig, aber die Teile bestehen größtenteils nur aus wenigen Teilen, maximal 2 Teile. Also das ist jetzt nicht so ein Gefummel. Die Laufräder haben separate Gummibelege. Für den einen oder anderen ist es sicher angenehm, weil es die Bemalung vielleicht erleichtert. Ich persönlich baue die komplett zusammen und mache das später separat. Kann ja jeder machen, wie er will. Hier kommen noch so kleinere Bolzen hin oder so kleine Schmieröffnungen. Dann hier das Heck mit Auspuffrohr und so weiter. Ist jetzt auch nicht so kompliziert. Relativ viel Foto-Ads natürlich, aber das geht schon.
Schön finde ich, dass pro Bauschritt relativ wenig Teile verbaut werden. Das hilft dann schon bei der Übersicht. Hier kommen auch nochmal Fotonetzteile zum Einsatz. Da ist hier auch nochmal eine Abbildung, wo man eindeutig erkennen kann, wo das tatsächlich hin soll. Finde ich gut. Dann hat es hier die Einzelgliederketten, ganz normal, wie man das kennt. In Zeiten, wo man mit Dragon DS-Ketten transaliert wird. Wirklich ein schöner Anblick. Dann das Motordeck. Ja, auch wieder ein bisschen Foto-Ads hier und da. Man kann auch hier alles offen darstellen am Motorraum. Und hier vorne am Getriebe ist halt nichts dahinter. Da würde ich sagen, wer das machen will, sollte halt schauen, dass er irgendwelche Bausätze für das Innenleben bekommen kann. Gibt es ja von Resin, in Resin alles Mögliche. Ja, das ist jetzt hier ein bisschen komplizierter und ziemlich viele Kleinteile, ein bisschen Foto-Ads. Also Bronco-Bausätze sind nichts für Anfänger. Da braucht man schon relativ viel Geduld. Ja. Hier noch die Schutzbleche mit den Aufnahmen für die Flammenwerfer. Da hat es auch noch Optionen für die Schutzbleche. Die Flammenwerfertürmchen bestehen aus 2 Hälften. Das ist jetzt nicht so optimal. Kann man aber natürlich dann schon verspachteln und so weiter. Ist kein Drama. Schöner wäre es natürlich anders gewesen. Ja. Schön ist auch, dass die Behälter mit dem Brandmittel für die Flammenwerfer auch beiliegen. Das heißt, man kann dann später hier diese gepanzerten Kästen auch offen darstellen. Das sieht natürlich auch sehr interessant aus. Das hatte zum Beispiel der Alarm-Bausatz nicht. Das war halt da einfach so ein Klotz, so ein eckiger. Und damit war es das. Aber so ändern sich natürlich die Zeiten. Ja, hier die Nebelwurfanlage ist sehr ungewöhnlich. Sieht bei keinem deutschen Panzer so aus. Das finde ich natürlich auch recht interessant. Hier hat man dann noch diverse Optionen für das Heck vom Fahrzeug mit diversen Nebelwurfbechern und Schleppbalken, Ersatzkettenglieder, Haken und so weiter. Das wird dann später relevant, welche Markierungsvariante man wählt. Dann geht es an den Turm. Da fängt man eigenartigerweise mit den ganzen Visieren an, die man auch offen darstellen kann. Da ist jedes Detail eigentlich da. Das finde ich auch recht interessant. Das Maschinengewehr ist recht detailliert. Und das Periskop oder das Visier für den Kommandanten an der Kommandantenluke, das hat natürlich dann auch so kleine Flügelmuttern und da ist natürlich viel Detail da. Das ist toll. Da hat man auch Optionen, kann man die Seeschlitze offen und geschlossen darstellen. Das ist wie beim Panzer 3. So ein Balken, der das abdeckt oder eben nicht. Und die Luke, die klappt einfach nach vorne auf. Dann ist das Fahrzeug eigentlich mehr oder weniger komplett. Dann geht es bloß noch um die Zuladung mit Reservekanistern und Ersatzrollen. Kann man so mit Fotonetzteilen aufs Motordeck packen oder eben mit vielen Kanistern in anderen Halterungen. Gibt es verschiedene Varianten. Dann geht es an den Anhänger. Das ist ein französischer Anhänger, der gehört eigentlich zu der UE Chenilette. Gibt es zum Beispiel von Tamiya im Bausatz oder von RPM, glaube ich. Das war einfach ein kleiner französischer Schlepper und der hatte dann noch einen Anhänger, der eben auch ein Kettenfahrwerk hatte. Und von Tamiya den Bausatz habe ich jetzt erst letzten Oktober gebaut und es erinnert mich sehr stark an den Tamiya Bausatz. Ich denke nicht, dass der vom Bronco allein erdacht wurde. Sieht man allein schon daran, der Panzer hat Einzelkettenglieder und der Anhänger hat Segmentketten mit Durchhang schon. Und das ist genau das System, was Tamiya auch hat. Da kommen auch noch diverse Fotonetzteile ran hier. Das hat natürlich der Tamiya Bausatz nicht.
aber im Grunde ist es das gleiche. Dann geht es hier noch an diverse Treibstofffässer und noch mehr Kanister, die man dazu verwenden kann, den Anhänger zu beladen. Haben wir jetzt hier schon die Bemalungs- und Markierungsvariante. Das Fahrzeug, wie gesagt, wurde nur in der Öffnungsphase des Russlandfeldzugs verwendet und ich denke nicht, dass es da viele Fahrzeuge noch länger geschafft haben als diese Eröffnungsphase. Deswegen kommt eigentlich nur Grau als Lackierung in Frage. Der Anhänger hat jetzt keine Markierungsvarianten und dann folgen relativ viele Markierungsvarianten, die eigentlich immer die gleiche Einheit zeigen. Das Fahrzeug war einfach nicht so häufig anzutreffen und waren alle in 1 oder 2 Einheiten zusammengefasst. Haben wir hier einmal 4041 an der französisch-belgisch-niederländischen Küste als Küstenschutz, und später kam dann diese Einheit Panzerabteilung F100, kam dann auch nach Russland. Das ist dann dieses Fahrzeug, es hat dann schon eine taktische Markierung, hier sind bloß Balkenkreuze drauf. Dann hier nochmal vor der eigentlichen Invasion. Da gibt es aber Fotos von genau diesem Fahrzeug mit diesen weißen Kreisen am Turm, wie es eben von sowjetischen Soldaten eben erprobt wird nach der Eroberung. Also die waren da auch noch so anzutreffen. Und dann nochmal Fahrzeug in Russland 41. Es hat dann auch schon hier diesen Schleppbalken hinten dran. Nächste auch Russland 41 und das hier auch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Varianten gibt's. Das ist schon reichlich. Alles in allem sehr schöne Bauanleitung, leicht verständlich, groß gedruckt. Damit lässt sich arbeiten. Jetzt schauen wir uns mal die Gießäste an. Die Schutzbleche haben schöne Details, schöne Struktur auch von dem Blech. Die Sache ist nur, innen sieht nicht so schön aus. Da muss man ein bisschen versäubern, das Ganze. Ist aber kein Drama, sollte man hinbekommen als Modellbauer. Ja, der Turm hat schöne Nietendetails, schöne Schweißnähte auch. Ansonsten würde ich sagen, makellos das Ganze. Das ist übrigens die Antenne. Die sieht ein bisschen klobig aus. Weiß nicht, ob ich die so nehmen will. Ja. Hier die Wandteile, es ist sehr glatt. Wer mag, kann ja vielleicht mit Mr. Surfacer da ein bisschen noch eine rauere Struktur anbringen. Insgesamt ist aber eigentlich schon relativ viel an Details aufgeprägt. Also finde ich eigentlich ganz gut. Rundum schöne Sache. Noch mehr Teile für die Wanne. Auch mit diversem Werkzeug, Feuerlöschern und so weiter. Hier hat es jetzt nochmal eine Antenne. Vielleicht ist das die Antenne. Die sieht nämlich schön aus. Nicht so klobig. Ja. Motordeck. Alles schön, alles sauber. So wollen wir das. Das Teil ist auch nicht wirklich verzogen. Finde ich gut. Braucht man schon mal kein Klebeband, um das irgendwie in Form zu bringen. Der Gießerst liegt doppelt bei und hat hauptsächlich Fahrwerksteile, Rollen, Räder und so weiter. Hier zum Beispiel das Kettentreibrad. Das ist eigentlich sehr, sehr filigran hier innen. Da ist auch ein bisschen Flash zu sehen, ein bisschen Fischhaut. Kann man aber leicht wegkratzen. Ja, ganzen Achsen und so weiter, das sieht schon ganz gut aus. Hier die Gummibelege für die Rollen haben 4 Anguspunkte. Das ist natürlich ein bisschen nervig, das dann da rauszuschneiden. Dasselbe gilt auch für die Rollen an sich. Und ich finde blöd, dass hier die Verbindung in das
Rad noch ein bisschen reingeht. Stört mich ein bisschen. Von der anderen Seite ist natürlich nicht so, wenn man hier glatt abschneidet, würde man es nicht sehen. Aber wenn man von der Seite reinschaut, ist da halt dann noch diese Erhebung. Ich sag mal, die Räder hier zu versäubern, nimmt auch einige Zeit in Anspruch. Dafür sehen sie aber schön aus, wie ihr sehen könnt. Schöne Nietendetails oder Niete. Das ist ja eigentlich der Plural. Nieten zieht man aus dem Lostopf. Ist was anderes. Hier noch ein doppelter Gießast. Beinhaltet zum Beispiel die Tanks für den Flammenwerfer, aber auch diese Türmchen, Nebelanlage und Visiere etc. pp. Hier diese kleinen Flügelmuttern, das ist natürlich Wahnsinn. Da kann man schon sich austoben, was die Detaillierung angeht. Nicht von schlechten Eltern, aber auch nicht einfach zu bauen. So viel steht fest. Hier hat es dann auch diese Panzerkästen für die Tanks, für den Flammenwerfer und auch dieses Turm-MG. Sehr schön. Der Lauf ist eigentlich aufgebohrt. Da gibt es keine Probleme. Ja, Gussqualität ist recht gut. Die Einzelgliederketten hängen an 5 Gießästen und jedes Kettenglied hat 4 Verbindungspunkte mit dem Gießast. Das ist aber, wie ihr seht, nicht wirklich kompliziert. Das ist ein Schnitt hier, ein Schnitt da, fertig. Detaillierung ist ansprechend. Die Führungszähne sind durchbrochen. Auch außen sieht es sehr, sehr schön aus. Das sieht jetzt im ersten Moment natürlich total mühsam aus, aber es gibt noch viel, viel schlimmere Panzerketten, die wirklich Mühe machen. Hier ist es eigentlich sehr schön gelöst, genauso wie ich mir das eigentlich wünsche. Das sind die Teile, die zu dem Anhänger gehören. Das sind nicht viele, wie ihr seht. Der hier ist zum Beispiel doppelt da. Hat zum Beispiel hier die Ketten. Und dieser Gießast erinnert mich einfach sehr stark an Tamiya. Ich denke, da wurde etwas zusammengearbeitet, was ja kein Problem ist. Ja, hier die Blattfedern, scharfe Details. Auch hier überzeugt die Gussqualität. Und ich sag mal, das Grundgerüst für den Anhänger ist schon einteilig. Unten alle Strukturen da, Nietköpfe, alles vorhanden, was das Herz begehrt. Schön finde ich bei Bronco auch, dass eben genügend Zuladung auch schon beiliegt im Bausatz, also Unmengen an Kanistern und Fässern. Das ist eigentlich schon ziemlich gut. Das ist auch der Gussast der verschiedenen Bronco-Bausätzen beiliegt. Also man kann hier zum Beispiel die Schrift von den Kanistern lesen und auch an den Fässern ist alles zum Lesen. Kraftstoff 200 Liter. Finde ich toll. Die Fässer sind auch unterschiedlich. Ist auch hier eine Pumpe dabei. Verschlüsse sind extra für die Kanister. Also das ist sehr schön, da freut sich auch die Restekiste, hat man noch genügend Material, um andere Fahrzeuge aufzurödeln. Und hier an diesem Karton, wie schon anfangs erwähnt, hängen dann diverse Fotonetzteile, Glaslichteile etc. pp. Das ist natürlich ein schönes System, dann wird nichts verbogen. Fangen wir mal mit den Flügelmuttern an. Da hängen jetzt eigentlich an den anderen Gießästen schon sehr viele dran. Ich weiß jetzt nicht, wofür die gut sein sollen. Da habe ich bei der Bauanleitung jetzt nicht so viel drauf geachtet. Schöne Dreingabe auf jeden Fall. Glaslichteile für die Optiken und für die Frontscheinwerfer. Ja, sehr schön auch. Genauso wie die übrigen Teile. Ist nichts zu meckern.
Dann liegt hier noch so ein Bindfaden bei fürs Abschleppseil. Das ist natürlich sehr verpönt unter Modellbauern. Ich muss aber sagen, dass das Zeug üblicherweise recht überzeugend aussieht. Auf jeden Fall besser wie Plastikteile, die man zum Beispiel bei Tamiya-Bausätzen oft sieht. Ist also, finde ich, die bessere Option. Draht ist oft so eine Sache, ist häufig recht störrisch. Da lässt sich sowas natürlicher drapieren. Dann Fotonetzteile, sind 2 Platinen dabei, die sind jetzt hier mit so einer Schutzfolie beklebt. Ich habe jetzt gerade keine Hand frei, oder keine zweite Hand frei, um das runter zu poolen. Aber man sieht es auch so. Das sind hauptsächlich Lüftergitter und diverse Halterungen für die Kanister. Das gehört auch noch zu den Kanistern dazu. Das ist ein bisschen so ein gebörteltes Blech irgendwie. Und hier, das gehört auch noch auf die Schutzbleche, glaube ich. Also vernünftige Teile. Ich denke, die können eigentlich die meisten verwenden. Hier haben wir die Abziehbilder, das sind ja doch recht viele, aber bei 6 Versionen ist das auch kein Wunder. Was mich jetzt stört ist, die haben es hier ein bisschen knapp abgeschnitten, also da fehlt von der Zahl schon ein bisschen was. Schon ein bisschen abgesäbelt. Ansonsten aber sehr schön das Ganze. Hier, das sind diese Kreise, die dann auf die Turmrückseite gehören bei einem Fahrzeug. Trägerfilm ist sehr groß, wie ihr sehen könnt hier. Das kann natürlich ein Problem sein, wenn es zum Silbern kommen sollte. Also silbern ist, wenn der Trägerfilm beim Abziehbild ein bisschen so grau-weiß durchscheint und man einfach sieht, dass es ein Aufkleber ist. Und es sieht dann nicht auflackiert aus. Und ich finde, je kleiner der Trägerfilm, desto geringer ist das Risiko. Das kann immer passieren, auch wenn man Weichmacher verwendet. Da ist man nicht so gefeit davor. Ich denke aber, die Abziehbilder kann man verwenden so. Sind jetzt nicht die besten, aber auch nicht die schlechtesten, die ich gesehen habe. Alles in allem ein grundsolider Bausatz, mit dem sich definitiv ein grandioses Modell bauen lässt. Dafür ist es halt Bronco-typisch, etwas komplexer, als es eigentlich nötig wäre. Damit muss man leben. Ich denke, der erfahrene Modellbauer kommt damit klar. Blutigen Anfänger würde ich das nicht empfehlen. Der sollte sich vom Bronco möglichst fernhalten. Der Bausatz kostet so um die 40 Euro. Das finde ich eigentlich angemessen dafür, dass man den Anhänger bekommt, jede Menge Zuladung, Fotonetzteile. Also da ist, ich sag mal, schon beinahe das rundum sorglos Paket vorhanden. Da fühle ich mich auf jeden Fall nicht über den Tisch gezogen. Bei den Abziehbildern wurde halt ein bisschen geschlammt. Da haben sie einfach ein Abziehbild schon ein bisschen zu viel abgeschnitten. Mein Gott, kein Drama. Ich denke, mehr als genug Ersatzabziehbilder, mit denen ich mir da helfen kann. Und bei 6 Markierungsvarianten, wenn es nicht unbedingt gerade dieses Fahrzeug sein muss, hat man da auch kein Problem. Ist halt schlampig. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich denke aber, dabei bricht jetzt Bronco keinen Zacken aus der Krone. Das ist halt, wie es ist. Jeder, der arbeitet, macht Fehler. Der keine Fehler macht, arbeitet nicht. Also ich kann euch den Bausatz empfehlen. Ich denke, der macht Spaß. Ist ein ungewöhnliches Fahrzeug, kann man viel mit anstellen. Zum Beispiel, dass hier gerade die Tanks offen sind für den Flammenwerfer und dann eben nachgefüllt wird. Das gäbe ein ziemlich interessantes Diorama, denke ich. Dann hoffe ich, euch hat die Bausatzvorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.